In Kürze, genauer gesagt am 16. März 2023, startet Anno 1800 auf der PS5 sowie Xbox Series X und S durch. Alles Wissenswerte zum Launch, jetzt kompakt in einer neuen Folge Anno News. Videospiele vorbestellen lohnt sich wie immer nicht. Das gilt vor allem im Fall der neuen Console Edition für Anno 1800, denn als wirklich bemerkenswerten guten Move von Ubisoft könnt ihr alle die neue Konsolenversion eine Woche lang völlig kostenlos anspielen und testen. Übrigens auch ohne irgendwelche Abstriche. Solltet ihr dann anschließend weitermachen wollen und das Spiel dann kaufen, könnt ihr euren Speicherstand problemlos übernehmen. Da es die sogenannten Pre-Order-Boni fairerweise bis zum 16.04. gibt, verpasst ihr also auch diese nicht. Wie erwartet, wird das vor allem im Late-Game sehr ressourcenhungrige Spiel auf den Konsolen in einer dynamischen Auflösung mit 30 FPS laufen. Konsolenspieler müssen auf die neue Controllersteuerung zurückgreifen. Maus und Tastatur wird nicht unterstützt. Andersrum bei der PC-Version, hier wird es nämlich die neue Controllersteuerung nicht geben. Wie in früheren News falsch behauptet und hier bei mir richtig berichtet, wird es kein Crossplay zwischen PlayStation, Xbox und PC geben. Immerhin könnt ihr eure Speicherstände zwischen den Konsolenversionen tauschen, Stichwort Cross-Progression. Die Console Edition enthält das Grundspiel von Anno 1800 aus dem Jahr 2019, wurde aber um alle seither erschienenen Updates und Patches erweitert. Hingegen müsst ihr auf die 12 großen Content-DLCs verzichten, die bisher auch nicht für die Zukunft angekündigt sind. Somit habt ihr weder Zugriff auf das Kap, noch auf das Land der Löwen oder die Arktis, geschweige denn auf Luftschiffe oder die erst kürzlich eingeführten Artistas in der neuen Welt. Dafür gibt's bereits zum Start den Zugriff auf die 9 bisher erschienenen Kosmetik-DLCs, die ihr jeweils für 5 € dazu kaufen könnt. Im Laufe des Jahres sollen dann noch für alle Versionen 3 weitere Kosmetik-DLCs erscheinen. Anno erscheint in 2 Versionen, der Standard Edition, die das Grundspiel enthält und 40 € kostet, sowie der Deluxe Edition für 50 €, die zusätzlich mit dem Jahrmarkt-Paket, dem Fußgängerzonenpaket und dem Belebte Städte-Paket bereits 3 Kosmetik-DLCs beinhaltet. Falls ihr euch für diese 3 Pakete interessiert, spart ihr hier somit 5 €. Ebenfalls im März erscheint der komplette Anno 1800 Post-Launch-Soundtrack auf Vinyl. Während die letzte Auflage, The Four Seasons, in Rekordzeit ausverkauft war, soll es dieses Sammlerstück nun in einer deutlich größeren Stückzahl geben. Auch eine digitale Version des Soundtracks soll es geben und ebenfalls Ende März via Spotify und iTunes abrufbar sein. Übrigens hat sich die PC-Version von Anno 1800 laut Ubisoft mittlerweile 2,5 Millionen Mal verkauft, DLC-Verkäufe nicht einbegriffen. Das ist nicht nur für die Serie ein Rekord, sondern auch für Ubisoft mit allen seinen aktuellen Krisen endlich mal wieder ein zu vermeldender Erfolg. Holt ihr euch die Console Edition oder spielt ihr zumindest mit dem Gedanken? Oder wie findet ihr, dass ihr hier auf die 12 Content-DLCs verzichten müsst? Ab in die Kommentare damit. Und sobald es weitere Neuigkeiten zum Anno-Franchise gibt, erfahrt ihr es natürlich hier in der Zocker Lounge in einer neuen Folge Anno News.